Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche, für das Kollektiv. Ich bin gespannt, was wir erleben dürfen. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, das ihr hinterlässt. Und ich bedanke mich für alles. Ohne euch wäre es ja hier ganz schlecht, da wäre ich ja hier Alleinunterhalter. Also vielen Dank, auch für die Spenden und die Super Thanks. Ich habe trotzdem eine Bitte, wenn ihr mir bei PayPal etwas Geld schickt, bitte schreibt Spende dazu oder Kaffeekasse, ne? Das ist wichtig. So, und jetzt gucken wir, was die neue Woche uns mitbringt. Ihr dürft später noch eine kleine Botschaft wählen. Ja, hier ist Konfrontation schon wieder. Das kann jetzt sein, dass es darum geht, ein Beziehungskonstrukt, das mit Nähe und Distanz zu tun hat, in eine andere Qualität zu bringen. Möglicherweise hat man ja auch stagnierende Bereiche, weil etwas Kraft kostet. Möglicherweise ist hier ein Mensch aus der Vergangenheit, der die Bühne betritt. Ich meine, mich betrifft es jetzt nicht, aber ich sage es trotzdem weiter. Ich versuche alles rauszuholen fürs Kollektiv. Es geht einstteils darum, Beziehungskonstrukte, die man mit der Vergangenheit an sich hat, umzuwenden, in eine andere Qualität zu bringen. Aber es geht auch um Elternthemen. Ich weiß nicht, wie viele sich vielleicht auch um Eltern kümmern. Aber ich habe, dass sich in diesem Bereich etwas verändert und dass es vielleicht sich auf das Beziehungskonstrukt, das wir zu Eltern haben, auswirken kann. Hier ist diese Sache auch, ne? Wo lasse ich mich einbinden und wo grenze ich mich ab und wo muss ich Grenzen an sich setzen, wo muss ich für mich etwas verändern. Ich meine, ich glaube, die meisten hier, die tun und machen, was sie können, aber es scheint hier so eine Situation zu sein, wo die Grenzen benötigt. Es kann ja auch sein, dass wir mit Menschen aus der Vergangenheit oder Ex-Partnern zu tun haben. Oder dass es nur die Trigger dafür sind. Es sind auf jedenfalls Leute, die Unklarheiten mitbringen. Ne? Ich habe so ein bisschen Konfliktpotenzial bei den Gegenübern. Hier liegt der Brief. Der liegt im Haus der Sense. Das kann jetzt sein, man denkt, ich sage gar nichts mehr. Oder das kann sein, es sprudelt raus. Ne? Wir selber liegen im Haus der Blumen, das Gegenüber liegt im Hause der Roten. Wenn du Single bist, kann es hier gut sein, dass du über das Thema Briefwechsel, Kommunikation, Schreiben jemand in dein Leben ziehst. Möglicherweise gibt es hier auch Absagen für irgendetwas. Ne? Ich habe das zweimal, dass man vielleicht hofft, eine Zusage erwartet oder dass etwas nicht eingehalten wird, was versprochen wurde. Auch sowas kann sein. Ich sehe hier im Haus der Neubeginne Freunde drin. Auch das können Menschen aus der Vergangenheit sein, die vielleicht die Bühne wieder betreten. Ich habe es aber in Gutem. Ne? Hier sind so Neubeginne, man nähert sich wieder an oder man denkt aneinander und sagt sich das. Es ist sehr viel Klarheit da, wo vorher vielleicht auch Missverständnisse waren.
Hier sind auch Neubeginne, die im Freundeskreis sind oder auch bei euren Geschwistern oder bei den erwachsenen Kindern. Ja, und das ist ja jetzt mal ganz super, ne? Denn ich habe uns im Haus der Blumen und wir spiegeln uns auch noch mit den Blumen. Also lasst euch nicht rausbringen, setzt Grenzen, gebt Energie da rein, wo sie auch verbindlich für euch zurückkommt. Irgendwie scheint es tatsächlich mit der Kommunikation auch zu tun haben. Denn wir haben in der Spiegelung vom Brief die Eulen drin. Das können auch Gespräche sein, Geplapper von anderen, Aufregungen durch Kommunikation. Die Eulen liegen hier auch noch im Haus des Bären. Ich halte es für möglich, dass es vielleicht auch Konflikte geben kann mit den Eltern, mit Ex-Partnern, mit der eigenen Größe, die man vielleicht nicht leben kann. Plötzliche Veränderungen. Ich habe hier die Wunscherfüllungskarte im Haus der Wege, der Möglichkeiten, der Entscheidungen. Ich habe es auch so, dass wir durch diese Sachen, die uns geliefert werden, Blockaden und Hindernisse bröckeln lassen können. Das sind irgendwie tatsächlich gute Möglichkeiten, die können jetzt fürs Gegenüber gelten, aber auch für unser eigenes Schicksal, das sich hier zeigt. Für ein oder anderen kann es eine überraschende Nachricht sein, die was mit den Behörden zu tun hat. Ein Ausgleich, ein guter Weg, eine gute Entscheidung, eine rasche Wende bei irgendetwas. Der Neubeginn oder die Kindersachen gehen hier raus. Hier unten, das ist eine ziemlich schöne Energie, muss ich sagen. Hier oben habe ich ja die Kommunikation, das bestätigt sich hier unten auch wieder. Wir haben im Haus der Kommunikation die Wolken drin. Hier muss man etwas klären, hier sorgt etwas für ein Missverständnis. Hier ist man vielleicht auch tatsächlich mal, dass man etwas raushaut, weil man eben getriggert ist oder weil man rasch umdenken muss. Das Schöne ist jetzt hier, dass die Veränderungen, die hier liegen, die liegen hier im Hause des Lebens drin. Und das Leben an sich liegt im Haus der Ringe. Ja? Es geht darum, etwas in die Veränderung zu bringen, wo die Wurzel faulig ist, wo etwas dran rumnagt, wo man kein Wachstum erleben kann, wo sich nichts tut, wo einfach nur sowas wie Langeweile ist oder irgendetwas, das sich so eingebürgert hat. Und hier kommt es so nach oben und jetzt kommt in Aufruhr. Es kann auch sein, man hat etwas lange so stehen lassen und jetzt ist gut. Es können hier tatsächlich Menschen der Familie sein, die hier auch für Zündstoff sorgen. Ich habe hier Mutterthemen, Vaterthemen. Auch da ist die Kommunikation angezeigt. Wenn du keine Eltern mehr hast, kann das natürlich auch auf der Ebene sein, wo du irgendwelche Leute geschickt kriegst über den Beruf oder im Außen, die dir das aufspiegeln.
Oder auch Menschen, ja, es wäre hier so etwas wie eine Cheffigur, eine Autorität oder sowas. Nichtsdestotrotz habe ich hier unten Wege, die Sicherheit mitbringen, Wege, die Konflikte lösen, Wege, die Erleichterung mitbringen, Wege, die stabilisierend sind. Für einen oder anderen habe ich das Thema häusliche Veränderungen, Veränderungen im häuslichen Bereich, aber auch verbunden mit dem Thema Arbeit und Geld zusammen. Ja. Hier hast du vielleicht auch die gute Energie, mal was so zu gestalten im häuslichen Bereich, dass hier bessere Energie zur Verfügung ist. Ja. Das Umfeld spielt eine große Rolle, auch für das Seelenleben. Und die Qualität hier unten ist sehr schön. Man hat die Stabilität an der Seelenebene, am Beruf, an der Liebe, Familie. Hier sind alle tragenden Themen. Und das Schöne ist eben, dass die Veränderungen mit all dem hier unten auch spiegeln und korrespondieren. Ne? Also es sind schon Veränderungen, die wieder neue Kreisläufe anzeigen. Ich habe hier schöne Qualitäten für die Finanzen. Auch all die, die vorher auf geblockte Energie gewartet haben. Hier kann sein, jemand bekommt Geld ins Haus, auch von einem Amt, einer Behörde, irgendetwas und stabilisiert sich so wieder. Ich habe aber auch das Thema Geld am Arbeitsplatz liegen. Ja? Das heißt, was man sich hier erarbeitet, zahlt sich auch aus. Man arbeitet vielleicht auch sehr viel. Oder für einige kann es sogar sein, dass sie ihre Löhne erhöht kriegen oder dass sie irgendwo mehr Geld generieren können. Hier beim Rossen liegt es auf der Wunscherfüllungskarte drauf. In unserem eigenen Haus liegt die Arbeitskarte drin. Irgendwie haben wir vielleicht viel zu tun, aber gleichzeitig fühlen wir uns in der Balance, weil unser Platz ist ziemlich gut, auf dem wir liegen. Und im Hause des Gegenübers haben wir die Liebe drin. Was ich mir auch vorstellen kann und was wir schon, oder ich in meinen großen Blättern längere Zeit sehe, ist, dass entweder die Vergangenheit nochmal anklopft oder dass sich neue Menschen mit ins Leben schleichen. Und es gibt dann so eine Situation, wo man vielleicht romantische Gefühle hat oder obwohl man in einer Bindung ist. Sowas könnte ich mir ja auch vorstellen. Okay, ihr Lieben, was sehe ich noch? Sonne und Mond in einem Haus. Hier ist es wieder wichtig, dass wir unser Geben und Nehmen im Gleichgewicht halten. Eine emotionale Blockade, bei der wir weiterkommen. Ein Familienthema, ein Familienzwist, der entstanden ist, kann ja auf gute Wege gebracht werden. Schauen wir mal, was ich noch mitkriege. Bin ich gespannt. Den Pegasus, die Überwindung. Sozusagen ist hier das geflügelte Pferd, das die Seele schützt. Und der Pegasus symbolisiert die Unsterblichkeit. Hier sind tiefgründige Impulse, sehr viel spirituelle Entwicklung und Transformation. Große Dinge werden möglich. Das Ding ist, dass wir uns von Widrigkeiten nicht abhalten lassen. Wir sind aufgefordert, die gegenwärtige Situation, die uns umgibt, von einer höheren Warte aus zu sichten. Und jetzt wird es wieder interessant, weil die Karte sagt auch, halte dich aus Dramen und emotionalen Spielchen von anderen heraus. Und genau das ist das, was man hier sieht, ne?
wo ist unser Boden? Der ist hier angenagt, das sind wir. Auf welchem Fundament stehen wir und wo lassen wir uns so mal mit reinreißen? Wo muss man eine Grenze setzen? So, es geht darum, schwere irdische Lasten zu überwinden, die einen immer wieder runterziehen. Und wir dürfen über die Ereignisse hinweg fliegen. Wir sind unvergänglich. Herausfordernde Situationen werden sich auflösen und hier wird ein tiefgreifender Wandel stattfinden. Hier ist die Muschel oder die Auster. Hier geht es um Empfängnis, Inspiration, um die zarten Töne, die Kraft der Liebe, die von innen heraus alles umwandeln kann. Das ist sogar eine, wie sagt man denn da, wenn man etwas ganz transformiert, also eine komplette Umwandlung. Man macht aus sich ein anderes Selbst, ein besseres. Hier sind auch die ganz zarten Energien, die wieder mehr gespürt werden. Hier geht es um ein großes Mysterium, um eine riesige Tiefe, die hinter allem steckt, die wir vielleicht nach und nach immer mehr erkennen. Und wir sind hier sehr erfüllt von allem, was schön ist und offen für die Weisheit des Kosmos. Und hier drin ist ja auch eine Perle, die da wächst. Und diese Perle steht sprichwörtlich für die Entwicklung des Bewusstseins, für die Weisheit und die Erkenntnis. Also annehmen ist hier und gut für sich selber sorgen und ja, die zarten Sachen sich nicht wegnehmen lassen durch harte Bedingungen, die von außen kommen. Okay, ihr Lieben, ich bin ganz hin und weg schon wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ihr könnt noch dranbleiben für einen kleinen Wochenimpuls. Ich drücke euch bis bald. So, kommen wir zum Auswahlorakel. Wir nehmen einen Engel für die neue Woche. Eine Pflanze. Ui, das sind 3, dann nehmen wir hier auch 3. Die Seelenbotschaft. Und den Glücksimpuls. Ups. Sucht euch eine Seite aus. Ich kann mich schlecht entscheiden. Ist ja was ganz Neues, nicht wahr? Ich nehme die linke Seite. So, hier ist ein guter Zeitpunkt, um zu lernen, um Infos zu sammeln und auch das zu genießen, dass man etwas lernt, denn in der nächsten Zeit werden wir dieses Wissen brauchen und auch anwenden.
Wir haben das Efeu. Das ist sehr schön, denn hier kommt vielleicht auch die Erkenntnis, wie alles miteinander verbunden ist, dass nichts, aber auch gar nichts ohne das andere existieren kann. Man schließt mit etwas Frieden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ich bin, ich war, ich werde sein. Man spürt Freiheit und geht irgendwie weiter. Dann haben wir hier den Schutzengel, der uns begleitet. Wir haben die Tochter. Das kann jetzt eure eigenen Kinder betreffen, das könnt ihr selber sein. Oder weibliche Energien. Man ist ja auch immer Tochter oder Sohn von jemandem. Oder es geht halt wirklich um Kinder. Dann haben wir, guckt euch das an, wir haben Tochter und Sohn. Also, es geht um Kinder, es geht um die Erfahrungen, die Kinder machen. Es geht um euer eigenes Bewusstsein zu, wessen Tochter bin ich, wessen Sohn bin ich. Passt sehr gut zum Wochenorakel, finde ich, weil es geht ja auch, sich irgendwo abzugrenzen oder mit etwas Frieden zu schließen. Wir haben den Sommer, den haben wir immer noch. Alles, warum wir bitten, fließt im Sommer zu uns. Und wir haben die Kursänderung. Die Seele möchte uns sagen, schau dir deinen Weg genau an. Bist du da, wo du gedacht hast, dass du sein möchtest? Oder gehst du aus Gewohnheit einfach weiter, dann ändere deinen Weg. Hier lernt man vielleicht auch dazu, dass man sich reflektiert und denkt, nein, da möchte ich nicht mehr sein und da möchte ich hin. Und es könnte über diese Triggerpunkte auch kommen. Ne? Okay, nehmen wir die andere Seite. Ihr habt Athene, ihr dürft ruhig kraftvoll sein. Ihr dürft mit den Kräften so haushalten, dass sie für euch und für andere gut sind. Die Eberesche. Hier ist sehr viel Inspiration, Sinnlichkeit, Kreativität. Also öffnet eure Sinne dafür. Wir haben die Bewegung. Also irgendetwas in euch stockt vielleicht oder möchte in Bewegung kommen. Oder es ist wirklich auch, dass man sich körperlich irgendwie hinbewegt, sich stärkt. Ihr habt den Herbst. Im Herbst wird alles gesammelt. Hier ist die wunderbare Ernte für euch. Und das Liebesleben. Irgendwo wird etwas im Liebesleben zum Besseren. Man guckt sich an, man hat eine Augenhöhe. Passt auch gut zum Wochenorakel, ne? Ihr habt Überwinde dich. Manchmal musst du Brücken bauen zu Menschen, die dir etwas bedeuten. Vielleicht dir auch ungelebte Liebe. Und wenn man aus Angst vor Ablehnung nichts tut, könnte auch etwas verloren gehen. Und ihr habt hier unten noch ein Geschenk, ist auf dem Weg zu euch. Na dann, ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal.